So wird langsam Zeit, dass wir uns dann ums Eingemachte kümmern, ne? By the way, das Siegel hier hat diesen Negationseffekt hier nicht. Den hier, diesen Siegelschutz. Das heißt, hier können wir uns ihn dann schnappen. Wäre ganz cool, wenn wir uns vielleicht hier noch mal eine Emblem-Leiste abholen. Wir müssen Diamonds Vergiftung raushauen. Hortensia ist da. Kann sie sich gleich mal drum kümmern. So, dann geht's ihnen noch ein bisschen besser. Können wir uns da ein bisschen hinbewegen. So, hier aus der Reichweite wollen wir nach Möglichkeit rauskommen. Kann sich auch mal heilen. Müssen die anderen das nicht machen. So, und dann kannst du nochmal tanzen für Hortensia. Und dann kann Hortensia nämlich wählen. Giften. Naja, vergiftet ist sie nicht wirklich, aber halt den Debuff runternehmen. So. So halt 27 KP sind halt echt wenig. Ja, 32. Ist immerhin besser als 27. Ich nehme mal an, dass der Fleck hier der Schaden ist von Nil. Komm mal her. Nächste Runde würden wir da hinkommen. Ist die Frage, ob wir so viel Zeit haben. Na, du hast einen Heal. Na gut, da solltest du dich vielleicht nicht hinstellen. Und sie könnte auch. Kann sie den hier machen und sich hier rüberporten? Das ist zu weit weg, ne? Weil das wäre halt echt cool. Dann könnte sie einfach so über die halbe Map, aber ein bisschen zu weit selbst von hier. So. Theoretisch könnte sich hier hinstellen, aber wir lassen ihn mal hier. Dann stehen wir alle zusammen. So, theoretisch müssten wir jetzt Schaden machen. Oha. Awaiting orders. Naja. Na bitte, geht doch. Das macht ihm zumindest etwas Schaden. Das überlebt sie halt nicht. Wäre halt cool, wenn wir mit Gewitter einmal debuffen könnten. Great help. Und Gott sei Dank haben wir noch die Leiste hier. Theoretisch können wir ihn auch halt auch angreifen. Die bleiben da ja stehen. So, nächste Runde kann sie dann mit Gewitter angreifen. Du solltest da rausgehen. Give me a task.
Kannst du dich da einfach rausstellen? So halt, seine Aktion ist ja, dass er die Leute beschwört. Mit den da gerne besiegen. Da steht sie nicht in seiner Reichweite drin, ne? Ja. Au. I want to help you. Sehen, Vale wäre mit Veronica einsatzbereit. Das heißt, wir könnten 3-mal angreifen. Weil halt, ne, Sidal. Okay, der müssten wir halt ranholen. Wir haben, glaube ich, noch einen Rettungsstab auf Tasche haben wir, glaube ich, noch. Das sind jetzt nur ein paar Meter, die wir ihn geportet haben. Aber es reicht, dass er hier rankommt. Da kriegen wir keinen rauf. Was aber okay ist, dann kann Diamant ihn angreifen, dann kriegt er seine Bündnisleiste vielleicht noch voll. Und Alchrist hat seine auch fast voll. So, das macht zwar nur einen Schaden und trifft höchstwahrscheinlich auch nicht, aber es reicht schon mal für einen Debuff. Ich würde ihn ehrlich gesagt ganz gerne mit Kataklysmus debuffen. Nur halt dann... Ja, wir debuffen mit Kataklysmus. Aber wir können ihn ja trotzdem einmal angreifen. Und wir greifen ihn an. Das geht natürlich auch. So, halt, er greift ja gleich da an. Solange wir uns hier in dem Bereich aufhalten, dürfte nichts passieren. Aber dann hat die Welt schon mal ein Weiber weniger. And they lived happily ever after. Oh, sorry, ich bin gegen das Mikrofon gestoßen. So, damit ist Mikaia nämlich auch einsatzfähig. Thank you. So, von hier sollten wir den Kataklysmus einsetzen können. Macht zwar keinen Schaden. Do you miss your old world? Pity. There is no going back. Aber das debufft ordentlich. Dare to defy me. Are you ready to die? Tja, einmal hat Schaden gemacht. Wir können uns da gleich rauswarpen. My wish has finally come true. I suppose I should thank you, Divine One. This world will fall, and it is all because of you. You're right.
All of this happened because I came here, and by removing the ward on the final bracelet. I may have doomed this place for good, but I was summoned here to save you. As long as there's hope for that, I won't give up. I require no saving. It is enough for me to watch you die, knowing you destroyed this world. I'm not here for the world, I'm here for the people in it. I'm here because someone wished for your salvation, even if it meant the world would end. Don't you see? There are people who love you. If I have to defeat you to make that clear, I will. Okay, unlucky, dass wir bei 83 nicht getroffen haben. I'll be fine, really. Na, jetzt überleben das die Leute wenigstens ein bisschen. Oh, ich will nicht beschwören. Das kann er halt leider kontern und das tut halt ziemlich weh. Au. Aber wenn er hier gleich eh seinen Schlag macht, dann kannst du dich mal um den kümmern. Weil Diamant sollte das ja machen. Remember this. Da fehlt doch noch ein mehr. Du kannst die Celica hier nochmal wiederholen. Also, wir müssen uns da allerdings rausholen. So. Du kannst gegen den ein bisschen farmen. Wenn sich Mond aktiviert, macht er sogar Schaden. Wichtig war halt nur, dass er dadurch seine Leiste voll kriegt. Na, ich schätze, du bleibst da lieber stehen. Kannst auch mal heilen. Oh, es ist nur Ivy, die geheilt werden muss. Great help. Und du solltest da vielleicht rausgehen. Gut, dass wir nicht in dem Bereich waren. Na schön, sie ist ausgewichen. Kannst dich mal eben um den da kümmern. I'm sorry. So. Du greifst hier nochmal an. Und dann hast du Lynn nächste Runde wieder. Es macht halt nicht genug Schaden.
Wir können einmal tanzen, dass sie rausgehen kann. Und wir können rausretten. Theoretisch können wir auch mit dem Tanz zweimal rausretten. So halt. Mit Veronica können wir Kontrakt einsetzen, dann können wir zweimal porten, theoretisch. Wow, der Busch ist da ja richtig gut. Dream well. Ich weiß gar nicht, greift er jetzt mit irgendwas hiervon an oder halt immer mit seinem Dämonensturm? Wir sollten auf Nummer sicher gehen. So, du stellst dich dahin. Thank you. Kannst du nämlich wieder rauslaufen. Und für nächste Runde ist Marv auch wieder am Schlüssel. Wir sollten uns so hinstellen, dass die auch wirklich raus teleportet werden. Wir spielen das jetzt hier clean runter. Auf die Art und Weise kriegen wir halt auch schön wieder Anwendung für Byleth. Also von hier könnten sie angreifen. Aber nur mit voran. Und sich mal da anstellen. So, du machst jetzt nicht so viel Schaden, ne? Naja, aber es ist genug, dass wir halt, falls wir notfalls noch jemanden brauchen, der draufhaut, einen haben. Okay, langsam fängt ihr an, hier Sachen kaputt zu machen. Mulagier macht einfach gar keinen Schaden. To the death. Aber wenn er gleich da den Boden kaputt macht, können wir in Enemy Range bleiben. Dann ist er ja beschäftigt. I am guided by the emblems. Und daneben weniger. Leute, das sind ja wirklich nur so Peanuts. Thank you. Du tanzt kurz für Hortensia. Cute again. So, du setzt doch mal Kontrakt ein.
Schade, dass wir nicht kritten können. Oh, beide fehlt noch eine Runde. Upsi. Ich war irgendwie der festen Meinung, sie wäre schon bereit. Na, ich glaube, Mann, müssen wir da irgendwen rausholen? Ne, das sollten wir so hinkriegen. Okay, das wäre halt auch noch eine Option. Wow, Thor macht echt mehr Schaden als Dingsens, als andere. Juckt ihn einfach auch nicht. So, wir müssen uns einfach irgendwas herporten. So, jetzt ist beide voll. Tja, Terrarka ist auch nicht für ihn. Das wird davon auch geblockt. Wie gesagt, er müsste jetzt diese Runde eigentlich, statt anzugreifen, das Feld platt machen. Da können wir so ruhig stehen bleiben in seiner Reichweite. Theoretisch. Weil das ist seine Aktion. Und jetzt greift er gleich hier an. Theoretisch überlebt, kommt er aber gar nicht mehr so weit. No mistakes. Das wären 14. Voran macht mehr Schaden. Ja, wir gehen für den reinen Damage. I'm here. Elf Schaden kriegen wir jetzt so irgendwie hin. Ja, das kriegt Chloe ja schon fast alleine hin. Du schaffst es nicht ganz. Na, Thani schafft es auch nicht. So klappt es. Your form reminds me of Sombron. I suppose this must be how it felt for you, watching me transform. Spare me your pity and presumptions. You were born with everything. We are not the same. You will never understand me, not even if you have thousands of years to contemplate. Our time together as twins was a far shorter interval than that. And yet, it was more than enough time for me to learn how much I care about you. Do not do this, Nil. Do not return things to the way they were with Sombron. Please. I cannot bear the thought of losing you. Wie süß und klein sie aussieht. Oh, jetzt reicht's nicht, tatsächlich. Dann kannst du von hier noch den Support stärken. Falls du triffst. Wir haben genug Leute, die einen KP Schaden zufügen, theoretisch. Und so, letztes Leben. Emblem eternal. So, let's go. Das macht erstaunlich wenig Schaden tatsächlich. Krass.
Das macht weniger Schaden, als wenn wir es so direkt angreifen. Ist das bei Marv auch so? Nee, bei Marv ist das nicht. Ist ja witzig. I'll help. That helps. Naja, aber wir kommen voran. Langsam, aber stetig. I'm here. Jemand haut immer daneben. Ich will meinen Finisher haben. Oh. Wir haben Vale noch. Oh, sie ist ja schon wieder vorbei. Naja, egal. Mal eben so. No hesitation! Emblem Eternal! Sieht doch nichts über den guten alten Anime-Finisher. I won't falter. Engage blast! Wie das einfach keinen Schaden gemacht hat. So halt, es hat doch Schaden machen können fürs Cinematische. Naja, Hauptsache wir haben es geschafft. I am defeated? This cannot be! Father! Father! The bracelets. Where did they go? They disperse when their duty is done. Then I guess this is goodbye. Why? Why? Even with the power of the bracelets, why am I no match for you? Perhaps you see it now. The path Sombron laid out for you was never the right one. If I cannot carry out Father's wishes, then my existence serves no purpose. All my life I have sought to be valued, only to discover that I am truly worthless. I will never be like you. You are not worthless. You are my irreplaceable twin brother. We are two halves of a whole. Ridiculous. I already told you I am not nil. I know. Not nil? What does that mean? I don't understand. What happened to the real Nil? He died in battle 1,000 years ago. Shortly after Nell gave him her Dragonstone, he wanted nothing more than to make his sister proud. And who are you? A fell dragon whose twin perished when I was too young to remember it. I was a lone child, with no abilities to distinguish me, surrounded by pairs of twins, until I met Nil. My mirror image. The resemblance between us was uncanny, and we discovered we had much else in common. We were inseparable for a time. And I was all too happy to have something like a real brother. He was my other half. That was how I felt, at least. But for him, there could be no replacement for Nell. When I found him, on the battlefield, breathing his last, his only thoughts were of her. He gave me her Dragonstone, and said that he wished Nell would never have to grieve. For that reason, he asked me to take his place.
So you became Nil. I made it appear as if I had been the one to die that day. In a way, I was. There would be no one to mourn my passing. Father would not even notice. I'm having trouble believing all of this. Believe it, I am an imposter. You should not hesitate to kill me. I brought this world to the brink of ruin. If you allow me to live, I will do it again. Let that be your reason, if nothing else. What say you, Nell? I knew you were not Nil from the start. What? I have known about his death for a long time. I saw through your ruse from the beginning. I simply chose not to confront you about it. You took his place for his sake, and for mine. That was an act of kindness. We may not have been born as twins, but I have always thought of you as my other half. Then, you are a fool! Say what you will. I speak the truth. You will recall how we visited the burial site at Letho's castle to say our farewells. You may not have seen that I left a pressed flower there. It was Nil's. I was not saying goodbye only to the divine dragon that day. You were saying it to Nil, too. I carried that flower for a long time. I suppose some part of me was unable to move on. Despite that, you became very dear to me. Your companionship saved me from loneliness and despair. I was happy to be a sister to you. I will always cherish our time together, even if you do not feel the same. Without you, I would never have been able to continue fighting all this time. I trusted you above all others, believed in you with all my heart. The only proof that we are not true twins is that I failed to sense your actual intentions. Perhaps. I confess, I have longed to hear you say such things. They make fine parting words. Are you ready? Yes. Thank you. For everything. Goodbye, Nell. Goodbye. Stop. What are you doing? Nil! There is another way to end your pain. Once I am gone, you will be free. For my part, I would rather die than lose anyone else. No! If only I had realized sooner. I could have prevented this. Seeing Nil and my divine dragon again may be too much to hope for. But even so, I will rest well knowing your pain is at an end. Why would you do this? I deserve this fate, not you. You should have killed me. I could not bear to lose a second brother. For that is what you are to me, despite it all. Before I go, will you tell me your name? Lady Nell! No! Please, no! She's gone. No last words of reproach. No regret for her own passing. All she wanted was to know my name. Rafal, sister. My name is Rafal. Rafal. How did I forget myself? Nil asked me to look after his sister. That was his dying wish. But it was not merely his wish. It was also mine. All I wanted, all I really wanted, was to be her other half. When did I forget those feelings? You said this would be the end of my pain, Nell. But it is not. How could it ever be? I sense something. The Dragonstone pieces, they have a strange energy about them. That is Sombron's magic. Could it be that he cast a spell on that Dragonstone?
To sow the seeds of hatred in the heart of Lord Nil. Rafal, Dragonstones are destroyed by the death of their owner. Lady Nell died to break the spell. Sombron made it so that you two would fight each other instead of conspiring against him. Nonsense. You mean to say that it was just some spell? That all should be forgiven? Ridiculous! Regardless of Sombron's influence, I am responsible for my own actions. I chose to do what I did. It was what I wanted. I will not allow anyone else to shoulder my blame. Not even Father. I sought power and I attained it. Even now, I have no regrets about that. I only wish that I could have kept the promise I made to Nil. Divine One. What is it? I have heard that dragons of great power can impart their life force unto others. Do you suppose that is true? Yes. My mother did that for me. But it took 1,000 years before I woke up. Then I will do the same. I will revive Nell. Even if it takes me just as long, I will dwell in this empty world alone. In the hope that she will one day rise. Perhaps that will be a fitting punishment for what I have done. And perhaps, if and when you wake, we may truly become two halves of a whole. You will. No. You already are. Is that so? Rafal, after Nell wakes up, why don't you come live with me in my Ilios? What? I have a feeling you'd be able to travel there from here in the Somniel. It's hard to explain, but I can sense my world right now. It feels closer. Yes. It would seem that a path to other worlds lies open. Perhaps it is due to the bracelets. I did wish to grant my father's desire, if the conquest of other worlds was part of his plan. But I believe it is as you said. It should be possible to move between worlds from here. Then I'll grant you both my protection so you can travel there, when you're ready. The Somniel can't be entered without my blessing as a divine dragon. So come find me. That invitation is open, however long it takes for you to accept it. You would make an ally of the one who so recently tried to kill you? If you are asking me here and now, then my answer is certainly no. That said, 1,000 years is a long time. I will say this. If, by some miracle, Nell awakens and finds it in her heart to forgive me, then, and only then, will I journey to you. I understand. Now, there is nothing more to say. Leave me. As you wish. I hope to see you again, though. Lord Rafal, Yes? despite all that's happened, I am grateful for the time we shared. I hope that we'll meet as allies again. Your kindness is wasted on me. Einmal kurz speichern. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich bin einfach nur froh, dass wir die Tortur geschafft Here haben. we are, back at Lethos Castle. It feels as if we've been gone for ages. So much has happened since I first met Nell and Nil here. The kings and queens, the emblems, they're all gone. Yes, and Mavir too. Wir haben noch einen. Der What ist should nicht we do weg. now? Beats me. Every nation's lost its rulers. And probably their whole populations by now. I guess we could try to rebuild. Or each grab an empty throne and call ourselves rulers. Rulers with no subjects. I fear we have little to do but bide our time until the end. What if you came with me? Divine One? This world is beyond saving. You said it yourselves. There's no one left. I'm just a visitor. I have to go back before long. But if I leave you behind, I can't even be sure how long you'll survive. It would mean throwing yourselves into battle again. But still,
I hope you'll consider it. Sounds pretty good to me. Better than twiddling our thumbs to the grave, at least. I say we go. A new world might mean scary new enemies and dangers, but still. It's an appealing proposal, but I'm not sure. I wonder what Mavier would say. Would he forgive us? What do you mean? We are his family, and if we go, he'll be left here all alone. It doesn't seem fair. Why should we be the lucky ones? Why do we deserve this? Deserve what? To be happy? Madeline, what's the last thing that the big guy, that Mavier, said to you? He said he wished me the greatest happiness. There you have it. He'd probably tell you to look forward, not back. Even if it means leaving him behind. You don't get to speak for him. You didn't know him like I did. I knew him pretty darn well. We spent a ton of time together. We were practically brothers. Anyway, you gotta admit, he wouldn't want you sulking forever. I know. Mavier would tell me to go. To try and be happy without him. Go ahead and cry, Madeline. There hasn't been time to mourn him since it happened. I'm sorry. You were born into this world, and I'm asking you to put it behind you. But if it makes any difference, I spoke to Rafal. He's planning to come as well, one day. You could wait for him with me. Divine One, I share Madeline's struggle. It feels wrong to be the only ones going, to leave our Lord and Lady behind. I understand. But instead of languishing here, we could go to a world where our skills can be of use. And after everything that's happened, I find it difficult to turn down your request. We have been through so much together. Yes, we have. Da hat sie nicht ganz I'm inclined unrecht. to go. Do the two of you feel the same? Yep. I agree. Then from now on, the remaining winds will swear our loyalty to you as your attendants. We will go with you, Divine One. I'm glad. I look forward to spending more time with all of you. The feeling is mutual. All right. Remember, you two. We have to work hard as the Four Winds, even in another world. Naja, jetzt sind es noch die drei We're not Wände. calling ourselves the Three Winds now? You knew the answer before you even asked. We four are a family, and will always be together. Wie gesagt, wir haben noch einen Somniel. All right, Ist zwar nicht everyone, dasselbe, aber hey. let's go. Nell, Rafal, I'll see you again someday. Thank you, my fellow divine dragon. I pray your future is filled with hope and love, and please, take good care of them for me.
Was macht Banda da? Ich sag doch, wir haben noch einen. Celestia, Gregory und Madeleine haben sich einer Gruppe angeschlossen. Wie schön. The weather's so beautiful today. That bright blue sky feels like a good omen. I could not agree more. Nell, Rafal, I didn't expect to see you so soon. It has been some time, Divine One. For me, it has been 1,000 years. But Nell has returned, and we have come as promised. My sister and I are at your disposal. Welcome to you both. It really is a lovely morning. Und damit haben sich auch Nell und Rafal unserer Gruppe angeschlossen. Tja, scheinbar ist die Zeit da ein bisschen anders vergangen als bei uns. So halt bei uns sind 5 Minuten vergangen, so halt wir haben die Credits geguckt und bam, da sind sie. Und bei denen, ja, sind 1000 Jahre vergangen. Pff, ist ja nichts. Alter, das muss aber echt ätzend für Rafal gewesen sein. So 1000 Jahre in der Welt ganz alleine. Oh Mann, ganz schön viele Belohnungen. Die mystische Tasche, Magiekanone, ein paar Tränke, dann ein paar Kanonen, Adeptenbuch, ein paar Bücher, ein Meistersiegel, 2 Siegel. Deine Einheiten haben jetzt Zugriff auf die Klassen Verzauberer und Magiekanonier. Für einen Wechsel zu dieser Klasse ist ein spezielles Item notwendig. Neue Klasse, Verzauberer. Verzauberer brauchen Items und Waffen, um sich selbst und Verbündete zu stärken. Ein Klassenwechsel erfordert eine mystische Tasche. Das ist das, was wir bei den Gegnern die ganze Zeit gesehen haben, wo die Items benutzt haben. Der Verbrauch eines Items durch Itemrausch verleiht Verbündeten besondere Effekte je nach verwendetem Item. Waffenrausch verbraucht eine Waffe aus dem Inventar, um alle gleichnamigen Waffen für die Dauer der Schlacht zu stärken. Verbündete und Gegner. Neue Klasse, Magiekanonier. Haben wir auch gesehen? Magiekanoniere decken Gegner aus großer Entfernung mit Angriffen ein. Ein Klassenwechsel erfordert eine Magiekanone. Die Angriffsstärke von Magiekanonieren basiert auf ihrer Behendigkeit. Ihre Trefferquote hängt von ihrer Stärke, Figur und Zielentfernung ab. Angriffshagel verbraucht ausgerüstete Granaten, um Gebiete in der nächsten Runde mit mächtigen Artillerieangriffen einzudecken. Die Gefahrenzone für Magiekanoniere unterscheidet sich optisch von der normalen Gefahrenzone. Cool. Hi Marv, wie geht's dir? Junge, das war echt ein cooles DLC. Jetzt haben wir wenigstens mal die Zeit, da ein bisschen Ruhe drüber zu reden. Wo sind die jetzt? Hier unten, ne? Ja. Komm auf Level 20. Oh, was ist denn? Ach, er kommt auch als Drache. Das heißt, man hat jetzt 2 Drachen. Also, das ist halt echt cool. So halt, jetzt ist der ehemalige Nil wenigstens zu was zu gebrauchen. Den hat einen dunklen Drachenstein. Drachenstein, der die Macht des Dämonendrachen enthält, halbiert gegnerische Resistenzverteidigung. Und hier dasselbe. Nur Handelsschwäche. Ja. Dasselbe, was sie halt auch hat. Dunkler Magiestein. Drachenstein mit der Macht des Dämonendrachen. Magieangriff mit physischer Kraft halbiert. Ist das mit magischer? Nein. Okay, dafür sind diese Funkeldinger jetzt aber weg, die sie im DLC hatte. Rivalität hat er jetzt. Besiegt ein Verbündeter innerhalb von 2 Feldern einen Gegner, erhält die Einheit Crit plus 10 für einen Zug. Naja gut, jetzt ist er wenigstens aber auch zu was zu gebrauchen. Nicht mehr so eine Flasche wie vorher. Okay, es scheint zu sein, dass sie so mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und er mehr so auf Kraft. Das ist ja meistens so. So dafür hat sie halt die höhere Resistenz. Ist ja meistens so, wie gesagt. Haben wir hier Madeleine, Gregory und Celestia.
Die Supports sind nicht mit übernommen worden, ne? Ne. Wäre irgendwie cool, wenn wir gleich einen Support mit denen hätten. Mit wem können die denn supporten? Naja, nur mit den zweien und halt ansonsten mit den Leuten aus aus dem DLC. Was ist bei ihr? So ziemlich genau dasselbe. Na, es wäre halt seltsam gewesen, wenn sie keinen Mavier-Support hätte. Ansonsten halt wirklich nur mit Vale und den beiden. Das wird dann bei den anderen wahrscheinlich auch so sein. So, ja. So halt quasi Vale und halt die 4 Winde. Und er hat noch Rafal. Und sie hat dafür Neil. Oh, cool. Aber wie gesagt, das war ein richtig cooles DLC. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit, um Fazit zu ziehen. So halt, irgendwie finde ich schade, dass es schon vorbei ist, aber auf der anderen Seite, so, wir haben jetzt lange genug an der letzten Map gehangen. Aber das finde ich halt irgendwie auch voll cool, dass man die ganze Zeit so eine Map hatte, an der man jetzt so lange gearbeitet hat, wo man halt auch wirklich reinschwitzen musste für und sie nicht einfach so durchwalzen konnte. Und halt dann, dass jede Map sehr kreativ war. Also auf jeder Map gab es halt was anderes zu tun, ein anderes Objective. Was ja bei Three Houses auch schon so war. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft weiterhin kriegen, dass wenn wir ein neues Fire Emblem kriegen, dass wir dann so eine extra Geschichte kriegen mit schwierigerem Content. Auf der anderen Seite ist es halt richtig schade, weil dadurch, dass wir jetzt durch sind, haben wir keinen Content mehr. So halt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir nochmal irgendwie einen DLC kriegen. So, das war ja bei Three Houses auch so, dass wir eine kurze Welle gekriegt haben, wo es ein paar Extras gab und dann zum Abschluss das Story-DLC. Also wird es hier wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Und halt im Gegensatz zu Three Houses hat Engage auch nicht die Möglichkeit, Skills und so zu übernehmen. Was halt aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass es halt wirklich so ein bisschen straightforward ist und nicht so 4 Routen hat wie Three Houses. Was ein bisschen schade ist. So halt, wir haben ja ein bisschen weniger Content, aber dafür ist Engage wesentlich gepolischter. Also da war Covid halt echt positiv, weil dadurch, dass Covid gekommen ist, ist Engage delayed worden und dadurch, dass es delayed wurde, konnte es dann so gepolished werden. Hatte Covid wenigstens etwas Positives. Aber gut, das war jetzt das letzte DLC. Wir sind durch. Das heißt, wir werden uns von der Welt von Engage verabschieden und sehen uns dann vielleicht irgendwann wieder. Vielleicht gibt es ja dann doch nochmal ein DLC. Ansonsten, wir haben ja noch von Three Hopes den 4. Abschnitt, also den 3. Story-Abschnitt, den haben wir noch nicht gespielt. Das wäre dann Edelgards Route. Jetzt, wo wir mit dem DLC sind, können wir uns da endlich mal drauf stürzen. Und mal gucken, wann ich damit anfange. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Parts das jetzt am Ende werden. Also muss ich mal gucken, wie lange das geht. Auf jeden Fall, irgendwann machen wir dann irgendwas anderes. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.